In weniger als 4 Wochen werdet ihr endlich die Möglichkeit haben, das DLC Dawn of Ragnarök spielen zu können. Dabei haben wir in den letzten Wochen Trailer bekommen, die uns ein paar Fähigkeiten gezeigt haben. Ich habe weitere Entwicklerinformationen bekommen und sage euch deshalb, diese Fähigkeiten werden das Gameplay von Assassin's Creed Valhalla komplett verändern. Im kommenden DLC Dawn of Ragnarök werden wir in das Zwergenreich Svartalfheim reisen und dabei werden wir von den Zwergen beschenkt im Laufe der Geschichte mit einem Armband, dem Hugarib, aber dazu später mehr. Dieses verleiht uns auf jeden Fall Zugang zu diesen Fähigkeiten und es sind 5 an der Zahl. Die erste Fähigkeit ist die Kraft des Raben oder Power of the Raven. Dabei habt ihr 30 Sekunden lang die Möglichkeit, über die Karte zu fliegen und wahrscheinlich die häufigste Fähigkeit, die ihr nutzen werdet. Oder ihr könnt früher natürlich schon landen. Das Ganze könnt ihr weiterentwickeln, sodass ihr ein Rabenattentat bzw. Luftattentat durchführen könnt. Und währenddessen ihr fliegt, habt ihr im Grunde dieselbe Fähigkeit wie Synin. Ihr könnt also die Fähigkeiten und Orte der Karte entdecken. Ihr seht, welche Fähigkeiten Gegner haben, denn wir können auch im späteren Verlauf die Fähigkeit von toten Gegnern bzw. Tieren aufnehmen. Wirklich eine einfache Fähigkeit, um sich schnell von A nach B zu bewegen oder zum Beispiel nicht eine große Steinwand hochklettern zu müssen. Vielleicht kommt das irgendwann auch in das nächste DLC, wenn eins kommen sollte im Laufe des Jahres, aber das erstmal dazu. Die nächste Kraft ist sicherlich interessant für euch Assassinen da draußen im Valhalla-Universum, denn die Kraft von Muspelheim erlaubt es euch, unentdeckt zu bleiben in der Nähe von den Bewohnern von Muspelheim. Es sei denn, ihr seid zu nah oder ihr startet einen Kampf, das ist klar. Und ihr werdet auch keinen Schaden von Feuer und Lava nehmen, denn ihr habt so einen wunderschönen Lavamantel über euch, der es euch erlaubt, geschützt zu sein davor. Ich denke, das ist eine coole Mechanik, gerade für euch Assassinen, beziehungsweise auch für Rätsel könnte das eine sehr interessante Sache sein. Die dritte Fähigkeit, die Kraft der Wiedergeburt, ist wahrscheinlich interessant für alle Spieler, die den Wikinger im Valhalla-Universum nachspielen möchten, die also lautstark in eine Festung reinrennen möchten und dabei viel Schaden anrichten wollen, denn die erlaubt es euch, getötete Gegner wiederzubeleben und ihr könnt sie dann so lange mit euch führen, bis ihr keine Energie mehr habt. Zu der Energie komme ich später nochmal im Video, was die ist, wie man sie bekommt, wie man sie erweitern kann und so weiter. Ja, und dabei habe ich noch keine Info, wie viele Gegner ihr mitnehmen könnt. Ich habe auf jeden Fall Videomaterial gesehen, wo es 4, 5, 6, 7 Gegner waren, die ihr mitnehmen konntet und die kämpfen dann für euch, was ziemlich interessant ist. Und somit könnt ihr ja eine schöne Armee mit euch ziehen und eine Festung erobern. Doch was meint ihr? Werden diese Fähigkeiten zu OP sein? Lasst es mich in den Kommentaren gerne mal wissen und wenn ihr eh schon dabei seid, drückt doch einfach den Abo-Knopf mit der Glocke, denn wir werden in den nächsten Wochen auf jeden Fall viele Videos zu Dawn of Ragnarök rausbringen. Ich werde auch Early Access bekommen höchstwahrscheinlich und da euch als allererstes die Infos liefern. Dementsprechend bleibt ihr gerne dabei. Die nächsten Fähigkeiten würde ich jetzt nicht zu den Hauptfähigkeiten zählen, die die meisten Spieler nutzen werden, aber für einige von euch wahrscheinlich sehr interessant. Und zwar die Kraft von Jotunheim ist die 4. Fähigkeit. Die erlaubt es euch bei Rollen oder beim Ausweichen zu teleportieren. Das heißt also, anstatt einer Vorwärtsrolle macht ihr halt eine Teleportation. Beziehungsweise in gewissen Abschnitten des Spiels habt ihr auch die Möglichkeit, euch durch Rätsel zum Beispiel an gewisse Orte zu teleportieren. Das ist dann vorgegeben. Da seht ihr so ein Symbol dann. Und ihr könnt mit dieser Fähigkeit auch Attentate durchführen. Das sehen wir zum einen im Trailer, aber auch hier im Deep Dive Trailer, wie die gute Eivor das Ganze macht. Ähnlich wie bei der Kraft von Muspelheim habt ihr die Möglichkeit, auch hier bei der Kraft von Jotunheim nicht entdeckt zu werden von den Bewohnern von Jotunheim. Es sei denn, ihr seid zu nah oder startet einen Kampf, das ist klar. Habt dann also auch eine Eiskutte über euch und werdet nicht entdeckt. Die nächste Fähigkeit ist eine Fähigkeit, wo wir noch nicht so viel erfahren haben, die Kraft des Winters. Und die erlaubt es uns, Gegner zu Eis erstarren zu lassen und natürlich dann geschmeidig zu bekämpfen. Ihr könnt euch dann also Zeit lassen. Gerade wenn ihr gegen viele Gegner kämpft, ist das bestimmt eine sehr gute Fähigkeit, vor allem mit der Power of Rebirth. Ich glaube, eine sehr schöne Kombination, meiner Meinung nach. Mehr wissen wir allerdings nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da kommt. Ihr kennt nun alle 5 Fähigkeiten, doch jetzt muss ich euch enttäuschen, ihr könnt diese nicht gleichzeitig verwenden. Ihr könnt maximal 2 Fähigkeiten verwenden, müsst sie vorab auswählen bzw. verändern. Wo könnt ihr das machen? Naja, ihr habt einmal die Möglichkeit, in den Sheltern nachzuschauen. Das sind Höhlensysteme der Zwerge, die sich ja vor den Muspeln und Jotuns versteckt haben und die findet ihr überall in der Welt und in jedem Shelter befindet sich ein Schmied, wo ihr dann die Fähigkeiten auswählen könnt. Dabei, wie gesagt, könnt ihr 5 Fähigkeiten auswählen. Beim Schmied könnt ihr auch die Fähigkeiten upgraden. Es gibt immer ein Zeit-Upgrade und ein Verbesserungs-Upgrade, wie zum Beispiel jetzt bei der Kraft des Raben auch das Upgrade des Luftattentats, weil vorher ist das nicht möglich.
Außerdem habt ihr die Möglichkeit auch im Kampf, beziehungsweise nachdem ihr einen Gegner eliminiert habt, die Fähigkeit aufzunehmen vom Gegner bzw. vom Tier. Hier als Beispiel zum Beispiel beim Raben, nachdem man ihn mit dem Pfeil getroffen hat, kann man die Fähigkeit des Raben aufnehmen oder bei anderen Gegnern die Fähigkeit, die sie eben besitzen. Kleiner Fact nebenbei, mit der Fähigkeit des Raben könnt ihr übrigens auch ähnlich wie im Hauptspiel sehen, was die Charaktere so alles haben, wo die Rohstoffe sind und so weiter. Ihr seht also im Grunde, was für Fähigkeiten auch die Gegner haben, wenn ich das nicht schon vorher irgendwie im Video gesagt habe. Und könnt dann gezielt natürlich dahin fliegen zu einer Fähigkeit, die ihr gerade benötigt und nicht parat habt. Diese ganzen Fähigkeiten könnt ihr halt, wie gesagt, upgraden und dazu braucht ihr Ressourcen. Hier sind 6 Stück an der Zahl, die tatsächlich noch nicht bekannt sind und auch noch nicht wirklich sichtbar waren im Hauptspiel. Was meint ihr? Wie könnten diese 6 neuen Ressourcen heißen? Auf jeden Fall haben wir schon mal Federn und Kristalle, aber alle anderen sind mir so ein bisschen, ja, unbekannt. Wir haben einmal so einen Muspelstein wahrscheinlich und einen Jötunstein, aber die letzten beiden Fähigkeiten, keine Ahnung. Okay, also im Gameplay habt ihr sicherlich schon mal gesehen, dass rechts unten so 2 blaue Balken vorhanden waren. Also so eine Art Adrenalinbalken. Und in dem Fall ist es kein Adrenalin, sondern Huger. Und Huger bedeutet sowas wie, ja, Leben oder Lebensenergie. Und die wird halt dafür benötigt, um die Fähigkeiten zu nutzen. Als Beispiel, ja, mit der Kraft der Wiedergeburt habt ihr so lange die Soldaten an eurer Backe, bis ihr keinen Huger mehr habt. Und dementsprechend gibt es natürlich Möglichkeiten, in der Welt von Svartalfheim diesen Huger aufzubauen, aufzufüllen. Und die nenne ich euch jetzt. Ihr habt in der Welt von Svartalfheim 3 Möglichkeiten, Huger aufzufüllen. Zum einen von besiegten Gegnern. Dann natürlich noch von den Pflanzen, die ihr in diesen Trailern gesehen habt. Die sahen so ein bisschen komisch aus, hatten so eine blaue Aura. Und auch vom Huger-Schrein, der auch im Trailer sichtbar war, wo ihr einen Teil eures Lebens gegen einen Teil vom Huger eintauschen könnt. Also Leben gegen Huger-Energie. Und davon habt ihr zu Beginn einen Balken. Und das heißt, ihr könnt das Ganze 30 Sekunden lang nutzen. Und ihr könnt später auch im Verlauf des Spiels upgraden. Habt dann 2 Balken. Ich weiß aber nicht, ob das noch weitergeht. Ob man sagt, man hat irgendwann 4 Balken. Das ist noch nicht bekannt. Natürlich sind wir in einer mythologischen Welt, allerdings für ein Assassin's Creed ist das doch ganz schön abgespaced. Wie kann Assassin's Creed das rechtfertigen? Naja, wir haben ja dieses Armband, den Hugerib, und den bekommen wir im Laufe der Geschichte von den Zwergen geschenkt. Wenn wir aber im Trailer ganz genau hinsehen, dann sehen wir, dass dieser Zwerg 2 Tafeln aufmacht und auf der Rückseite haben wir ISO-Symbole. Das sind keine Schriftzeichen, die wir übersetzen können, aber so ISO-Markierungen, die darauf hindeuten. Und ein eindeutiges Indiz sind natürlich, dass es ein Edensplitter ist, dass wir quasi mit einem Edensplitter durch die Welt von Svartalfheim rumlaufen und versuchen, unseren Sohn Balder zu befreien und die Zwerge ja, zu unterstützen, dass sie ihre Welt wiederbekommen. Das würde natürlich auch mit zur Story passen, denn in dem Event, was ich mit Ubisoft vor ungefähr 2 Wochen hatte, haben sie uns ein paar Story-Szenen gezeigt und da wurde klar, dass die Muspel tatsächlich wegen der Edensplitter, wegen alten Artefakten Svartalfheim eingenommen haben, erobert haben und die Zwerge danach graben lassen haben und dass die Muspelheimer wahrscheinlich genau solche Hugeribs suchen. Ja, vielleicht gibt es noch mehr davon, das weiß man nicht. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen zu der Geschichte, denn dazu kommt ein eigenes Video. Ich habe sehr viele Story-Details und nochmal ein separates ISO-Video und zu den Gegnern kommt natürlich auch noch ein Video, das ist klar. Also Freunde, bleibt hier gerne dran. Ich weiß, ihr wollt mich unterstützen und dementsprechend drückt gerne mal die Glocke beim Abo-Knopf. Dann verpasst ihr die Videos nicht, wenn ich sie raushaue. Und nicht nur ich freue mich dann, sondern auch Eivor. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.